Stell dir vor, dein Espresso wird konsistent besser, nicht weil du was änderst beim Brühen, sondern weil die Maschine selbst lernt, wie sie die Temperatur besser hält. Genau das passiert gerade bei der Gacci-Mate und das neue Update 1.7.3 macht genau das möglich. Hi, ich bin Chris, leidenschaftlicher Homebarista und heute zeige ich dir, was in der neuesten Firmware-Version der Gacci-Mate für die Gaggia Classic dazugekommen ist. Spoiler: Eines der Features könnte grundlegend ändern, wie Single-Boiler-Maschinen die Temperatur während eines Shots kontrollieren. Fangen wir an mit dem Update selbst. Das installieren wir über die Gacci-Mate-Oberfläche. Das geht komplett über WLAN, kein Öffnen der Maschine nötig. Einfach auf Updates gehen und die Version 1.7.3 wird dir angezeigt. Ein Tipp aus der Praxis: Speichere vorher deine Profile ab, da sie bei der Installation gelöscht werden. Dann ist das Update in einigen Minuten installiert und die Maschine startet neu. Gut, was ist neu in 1.7.3? Abgesehen von ein paar Bugfixes gibt es eine Neuerung, die mich wirklich interessiert. Die ist zwar noch in einem sehr frühen Stage, aber sie zeigt, in welche Richtung die Entwicklung der Gacci-Mate geht. Das sogenannte Thermal Feed Forward. Ich erkläre dir kurz, warum das eine große Sache ist. Bei einer Single-Boiler-Maschine wie der Gaggia Classic fließt beim Brühen kaltes Wasser aus der Wasserleitung in deinen Boiler. Dieses kalte Wasser kühlt den Boiler ab und genau da beginnt das Problem. Der normale PID-Regler reagiert erst auf diese Temperaturänderung, wenn er sie bereits gemessen hat, also wenn der Schaden bereits angerichtet ist. Der Espresso wurde in diesen Sekunden auf niedrigerer Temperatur extrahiert. Der Feedforward dreht das Konzept um. Er nutzt den berechneten Durchfluss der Pumpe als Vorhersage. Wenn die Maschine weiß, dass jetzt Wasser fließt, erhöht sie vorausschauend die Heizleistung, bevor der Temperatureinbruch überhaupt richtig einsetzt. Das ist nicht mehr reaktiv, das ist antizipativ. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal, damit du solche Tipps nicht versäumst. Das Feature kommt mit einem Parameter namens KFF. Der steuert genau, wie viel der Feedforward kompensiert. Bei einem Wert von 1 kompensiert er theoretisch 100% des physikalischen Wärmebedarfs. Bei 0 ist er komplett ausgeschaltet und genauso kommt das Feature standardmäßig. Die Entwickler haben das bewusst auf 0 gesetzt, weil das ganze Konzept erst vor kurzem in die stabile Version integriert wurde und noch nicht auf allen Maschinenvarianten getestet wurde. Ich habe das für euch getestet mit einem KFF von 0,5, also halber Kompensation. Und der Unterschied ist offensichtlich. Schaut hier auf die beiden Shot-Kurven. Der Shot ohne Feedforward, die rote Temperaturlinie, fällt beim Brühen von etwa 88 Grad auf 85 bis 86 Grad ab und erholt sich über den kompletten Shot nur sehr langsam. Der Shot mit 0,5, exakt gleiche Maschine, gleiches Profil, gleiche Bohne, die Temperatur hält sich viel stabiler im Bereich von 87 bis 89 Grad. Der Einbruch ist deutlich geringer und die Erholung ist schneller. Ich muss aber ehrlich sein, am Ende des Shots gibt es eine leichte Überschwingung nach oben. Die Temperatur läuft auf etwa 94 Grad. Das passiert, weil gegen Ende der Durchfluss durch den Puck abnimmt, aber der Feedforward noch auf Basis des höheren Pumpdurchflusses arbeitet. Ein Kaff von 0,3 bis 0,35 könnte hier einen besseren Kompromiss liefern. Das ist aber ehrlich gesagt ein Thema zum weiteren Testen. Was mich am meisten interessiert hat, ist die Geschmacksdifferenz. Ich habe zwar noch keinen Blindtest gemacht, aber der Shot mit dem Feedforward hat sich etwas süßer angefühlt. Die Textur war samtiger. Das klingt vielleicht nach Zufall, aber wenn die Temperatur in einem kritischen Zeitfenster stabiler bleibt, wo die meisten Zucker im Kaffee extrahiert werden, dann gibt es eine physikalische Erklärung dafür. Für die unter euch, die das selbst ausprobieren wollt, ein kurzer Hinweis. Ihr braucht dafür mindestens Version 1.7.3 der Gacci-Mate. Auf dem Einstellungsbildschirm findet ihr den KFF-Parameter. Der Standardwert ist 0.
Fangt mit einem Wert zwischen 0,3 und 0,5 an und schaut, wie eure Temperaturkurve sich ändert. Die Shot-Daten kann ich euch im Link in der Beschreibung zum Anschauen hinterlegen. Dort sieht man die Kurven im Detail. Das Thermal Feedforward ist erst der Anfang. Aktuell arbeiten die Entwickler an einem sogenannten Warm-up-Erkennung, der genau bestimmt, wann der Boiler wirklich betriebsbereit ist, nicht nur auf Temperatur, sondern auch auf Leistungsstabilität. Zusammen wird das die komplette Thermik dieser Maschinen neu definieren. Das habe ich zumindest im Code gesehen. Ich bleibe gespannt, welche Features im nächsten Update kommen. Aber das schaue ich mir in einem der nächsten Videos genauer an. Bleib neugierig und genieß deine nächste Tasse. Bis bald.